Einen wunderschönen Willkommen zurück zu Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Wir haben in der letzten Folge hier erfahren, dass der Vater von dem Jungen dort drinne eine Bank hatte. Ich mache hier auf, da ist jetzt da. Eine Bank hatte, die ist Konkurs gegangen mit dem Partner zusammen. Und der Vater hat sich aus dem Staub gemacht nach Hammerfest, nach Norwegen. Das ist auch der Fischfangort gewesen. Wahrscheinlich waren sie auch gemeinsam da. Von unserem Opfer Peter Carey, den schwarzen Peter. Wir wollten noch, kurz vor Ende hatte ich es angekündigt, nach Woodman's Lee. Dort sind ja die Logbuchpapiere von Peter Carey in seiner Hütte zu finden, die wir uns definitiv jetzt angucken werden. So, da sind wir wieder. Diesmal hockt keiner mehr hier unten drunter. Das ist gut. So, Logbuchpapiere. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Wir haben Peter Carey als Kapitän, Charles Ellison erster Mart, Henry Joy zweiter Mart, James Lancaster Steuermann, Patrick Cairns Harpunier, Pablo Conventrao Harpunier, Ned Land Harpunier, Joseph Walker Stewart, John York Smoothier, der Koch, Richard Lengen Matrose, Weeks Matrose, Isaac Page Matrose, Will Wright Matrose, Benjamin Matrose, alles Matrosen, aber keiner... Log notes for June. Nothing unusual. Ist aber egal. Donnerstag, 8. Juni. Leichte Brise den Tag über, Walflosse gesichtet in Südost. Nachts 2 weitere Schiffe gesichtet, 76 Grad 20 Nordost, bla 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 bla. Mittwoch, mittelstarker Wind aus Ost, heute keine Wale. Und Koordinaten. Ich denke mal, das wird noch sehr interessant und wichtig werden. Leichter drehender Wind den Tag über. Achso, es ist zwar die 3. Folge, ich spiele das blind. Ich glaube, ich schreibe es dann noch irgendwo rein. Leicht drehender Wind den Tag über, anderes Walfangschiff weit im Norden gesichtet. Starker Wind aus Süd, werden nach Nord segeln. Vor einem Jahr gab es viele Wale dort. Log notes for July. Leichter Wind, special. genau, leichter Wind aus Nord bis Nord-Nordost. 2 Wale in Nordost gesichtet. Ganzen Tag starker Wind aus Nord, in der Nacht stürmischer Wind aus Nordost. Starke Brise aus Südost. York ist krank. Zusammen mit Ellison und Joy Walflosse im Osten gesichtet. Mittelstarker Wind aus Ost, heute keine Wale gesichtet. Jetzt wird's interessant. Log notes for August. These pages have been torn away. Ja, aber guck mal, was hier hinter ist. Das ist interessant. So, recht stürmischer Wind den Tag und die Nacht über. Ruhiger Wind aus Nordost, Steuermann befürchtet Sturm. So. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Das wird aber umfangreich, mein lieber Holmes. Und zwar... dann werden wir mal in die Baker Street Wiggins befragen. Aber wir können... Das B ist immer noch da, ne? Es gibt also noch Sachen, die wir verknüpfen können, wie es scheint. Das hat aber... Das... Alles, ich meine, ich kann es jetzt hier mal wild durchprobieren. Aber es sind halt keine Sachen, halt da. Doch. Schnell gehandelt und aufgespießt. Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit einen Menschen an einer Wand aufspießt. Ich tippe ja mal auf den Harpunier. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Ich glaube auch, dass Watson happy sein wird darüber, dass er an dem Test mitmachen kann. Nun gut, wir bewegen uns. Da ist
Ein Stück Wertpapier der Canadian Pacific Railway. Es wurde im Logbuch der Sea Unicorn für August 83 gefunden, wo allerdings die Seiten herausgerissen wurden. Wir werden zur Baker Street zurück. Genau. Und dort haben wir jetzt 2 Sachen zu erledigen. Einmal mit Wiggins reden und einmal mit Holmes. Ach, mit Watson. Warum vibriert und wackelt das so dolle? Mit Watson, weil wegen dem Test. Fortfahren. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. The specialist. And who might they be? Wiggins. The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Guck mal, wer da ist. Toby! Brave Toby. The best nose in the British Empire. Wiggins, could you come upstairs, please? Der ist aber sehr At your schmuddelig. service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Okay. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Nee, wir machen erst den Harpunentest. So. Watson, Harpunentest, jetzt. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No. But we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Affe. Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' Schwein. throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Okay. Dann... Ja, Harpunenexperiment. Wir werden zum... Ist ja... Guck mal, der Metzger ist am anderen Ende. I need to take a harpoon with me. Okay, dann gehen wir erstmal nach Woodman's Lee. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ja, weil wir haben jetzt eine Ladepause, um die Harpune mitzunehmen, um dann eine Ladepause zu haben. Naja, ist egal. So. Das hätte man auch ein bisschen zusammenfassen lassen können. So, Harpune. That should do it. Now I am ready for the experiment. Wahrscheinlich hätte ich sie auch vorher schon mitnehmen können, dürfen und müssen, aber ist egal. Oh, die Harpune liegt so jetzt neben uns. Ist ja krass.
Pork. Na, das sind ja mal Experimente. Wie mache ich das jetzt? Watson? Wie mache ich das jetzt, Watson? Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Ja, versuche ich. Atem anhalten. Ach, du heilige Art. Nochmal. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Okay. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Ey, Watson. Wird jetzt der Bereich immer größer? Kann es sein? Ja, der wird immer größer. Oh, ich konzentriere mich oben und sehe unten ganz schwer. Der wird immer größer. Jetzt aber. Reichte nicht. Jetzt aber. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Ach, diese Art und Weise von Holmes, ja. So, die nötige Kraft aufgespießt an der Wand. Damit haben wir schon mal 2 Entscheidungen wieder. Es bedarf einer viel größeren Kraft als die einer durchschnittlichen Person, um die Brust eines Mannes zu durchstoßen und ihn an der Wand aufzuspießen. Höchstwahrscheinlich ist auch Training erforderlich. 2 Personen könnten zusammen dasselbe Ergebnis erzielen. Es besteht die geringe Möglichkeit, dass es einer untrainierten und durchschnittlich kräftigen Person gelingen könnte, Peter Carroll mit einer Harpune an der Wand aufzuspießen. Aber nicht, wenn da parallel noch ein Messer ist. Ich sag mal erstmal große Kraft. So, haben wir noch welche an Hinweisen? Nein, die hatten wir alle schon kombiniert, ne? Genau. So, dann hatte uns ja Lestrade gerufen. Also geht's zurück nach Scotland Yard. Was lesen wir eigentlich für ein Buch aktuell? Im aktuellen Titel hatten wir, ja, ich kann es nicht sehen, hatten wir das Buch über Kindererziehung gehabt. Hier sehe ich das leider gerade nicht. Wir stehen und es vibriert trotzdem. Spiel. Guck mal, hier ist ein Blumen... Ah, nee. Was war nun? Mr. Holmes, I'm glad to see you. Ja. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Was? 60.000? Nee, was?
Ach, 100 Pfund Belohnung. Oh mein Gott. Da machen wir uns ja nicht mal krumm für. Dann haben wir hier. Jonathan Fenton wird gesucht. 50 Pfund, 50 Pfund, 500 Pfund. Oh ja. So, das sind... Ach, jetzt liegen hier These are the suspect's belongings. Stiefel ist eine 9 oder eine Liam 10. Hurtley's old boots. They're a size 9.5. Deswegen nehmen wir sie mit, damit wir sie ausprobieren können. Wollen wir wetten? Brief voller Flecken. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. So, da kommen wir noch nicht weiter. Er hat zumindest was zu verbergen, der Junge. Wir reisen jetzt erstmal nach Woodman's Lee, dann nach Baker Street, um den Brief dann zu analysieren. Woodman's Lee, um den Schuhabdruck dann zu überprüfen, ob die Größe stimmt. Denn wir hatten ja gelernt, dass der Schuhabdruck von dem Opfer, also die Schuhgröße ist eine 8. Das ist jetzt eine 9,5. Die 8 war zu klein. Die 9,5 könnte gerade so passen. Möglicherweise aber ist er auch zu groß. Wobei... These boots match the footprints exactly. Okay. Damit hätten wir... haben wir jetzt nur die Stiefelabdrücke. Oh, das könnte der Gärtner sein. Beziehungsweise in Kombination. Doch Judith Carey behauptet, es gebe keinen Gärtner in Woodman's Lee. Was anderes haben wir aktuell nicht. So, damit gehen wir jetzt nach... Oh, was haben wir hier oben? Die Beweise. Erfragen, passen perfekt zu den Abdrücken. Analysieren, Brief, den Hurtley, das machen wir noch. Und den Wertpapierfetzen. Apropos, ist sie da? Eigentlich müsste sie da... Ach, sie sitzt da noch. Bei den Bienchen. So, gute Frau. Who could do such a thing? Okay, sie befragen wir nicht. Baker Street. Kann sich gar nicht konzentrieren. Jetzt haben wir ein anderes Buch. So. Oh, ich hoffe, es schmeckt. A new suspect, but this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. Wir haben doch mit ihm noch gar nicht gesprochen. Woher weiß er das? Okay. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. What? 1, 2, 3, 4, 5. Farblos, farblos. Wir müssen alle verwenden. First condition, all 7 reagents should be used. Ja. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Wir haben aber zweimal blau, das ist wohl bewusst, ja. Das heißt, wir hatten 5 und könnten mit blau dann mit der 6 anfangen. Okay, ich probiere mal.
Beziehungsweise, Moment. Wir müssen zweimal das hier einsetzen. Und wir müssen aber auch Blau zweimal einsetzen. Das heißt, wir fangen mit Blau an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich probiere es mal kurz. 1. Dann hätten wir Grün. Ah nee, siehst du, so einfach ist es gar nicht. Mal gucken. Und jetzt bräuchten wir irgendeine Füllgeschichte. Vielleicht sollten wir mit Blau anfangen einfach. Quatsch, mit Grün anfangen. Und was dann? Und wenn wir mit Orange anfangen, aber Orange muss nach Blau erfolgen. Und wir müssen zweimal Blau setzen. Oder kann das auch gemixt sein? Sprich, dass wir hier Blau, leer, leer, Blau und dann Orange, Silber und dann Blau. Geht das auch? Das ist jetzt die große Frage. Die andere Frage ist natürlich, ich könnte jetzt mit Orange-Weiß anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann kriege ich das Grüne unter, aber ich kriege das zweite Blau nicht. Das wird jetzt so interessant. Das wird jetzt interessant. Aber die sind da egal, die da drin sind, richtig? Pass mal auf, ich nehme jetzt die grüne Chemikalie. Ja. Und jetzt nehme ich wieder eine blaue. Nee, kann ich noch nicht. Warte mal, 1. Blau. Weil, wenn das blau ist, dann ist das. Nee, doch, würde passen. Jetzt nehme ich eine blaue. Und da kommt es orange, weiß, orange, weiß. Orange. Weiß. Und orange. Weiß. Das sollte eigentlich passen. Und es sollte die Regel hier auch eindeutig erfüllen. Done. Now I can proceed further. Yeah. Bisschen logisches Schlussfolgern. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Ob es etwas Licht ins Dunkel bringt, liebe Leute, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich weiß, ich bin fies. Aber in der nächsten Folge werden wir dann sehen, was auf diesem Brief draufsteht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.